Am 26. Juni 1813 trifft der österreichische Außenminister Clemens von Metternich in Dresden ein, in der Hauptstadt des Königreichs Sachsen. Sein Ziel ist das Palais Marcolini außerhalb der Stadt. Dort wartet Napoleon. Der französische Kaiser hat in Dresden für die Zeit eines Waffenstillstands sein Hauptquartier aufgeschlagen. Napoleon ist nervös, seine Herrschaft in Gefahr. Warnsignale sind überall zu sehen. Noch üben er und seine Verbündeten die Vorherrschaft in Europa aus. Aber einige Monate zuvor musste er in Russland eine schwere Niederlage hinnehmen. Besiegt durch Kälte und die Truppen des Zaren wird die Grande Armee aufgerieben. Im Süden Europas erhebt sich Spanien, vertreibt Napoleons Truppen aus dem Land. Jetzt verbündet sich Preußen mit Russland, um Krieg gegen Napoleon zu führen. Und der englische König, Napoleons Erzfeind, investiert Geld in dieses Bündnis. Doch wo steht Österreich? Bleibt es an Napoleons Seite? Der Kaiser braucht eine Antwort. Metternich wird Napoleon vor die Wahl stellen. Entweder er akzeptiert einen Friedensplan oder Österreich schließt sich den Feinden an. Mehr als 9 Stunden lang werden die beiden ein Gespräch führen. Ein Duell zwischen Napoleon, dem Soldaten, dem Sohn der Revolution, und Metternich, dem Diplomaten, dem Mann aus altem Adel. Die Zukunft des Kontinents steht auf dem Spiel. Am Ende dieses Tages wird Europas Schicksal entschieden sein. Ah, da seid ihr ja, Metternich. Seid ihr durch Dresden gekommen? Was haltet ihr von meinen Befestigungen? Ich zog es vor, Quartier hier bei meiner jungen Garde zu nehmen. Das ist sicherlich vorsichtiger, Sire. Es geht nicht um Vorsicht, Metternich. Ein General lebt bei seinen Truppen. Aber ihr könnt es nicht verstehen. Ihr habt nie Krieg geführt. In der Tat, Sire. Wie geht es eurem Kaiser Franz? Es geht ihm gut. Er macht sich Sorgen um den Frieden. Und Eure Majestät? Mir geht es gut, Metternich. Mir geht es gut. Trotz der Katastrophe in Russland glaubt Napoleon immer noch, militärisch die Oberhand zu haben. Er stellt eine neue Armee auf, leitet einen Gegenangriff ein und siegt. In Dresden macht er Quartier, um von dort die Russen erneut anzugreifen. Dafür braucht er Österreichs Unterstützung. Dringend. Es herrschte kein Gleichgewicht. Napoleon hatte zwar im Frühjahr zweimal gesiegt, aber das waren keine eindeutigen Siege. Und gleichzeitig waren sie für ihn sehr verlustreiche Siege. Napoleon hatte nach dem Russland-Debakel eine neue Armee aufstellen müssen. Das waren keine Altgedienten, aber das waren junge, grüne Rekruten. Also seine Einheiten waren ziemlich durcheinander gekommen durch diese Schlachten. Und alles deutete darauf hin, dass der zweite Teil seines Feldzugs schwierig werden würde. Er musste ein Ausscheren Österreichs aus dem Bündnis unbedingt verhindern. Lange Zeit ist Österreich der Feind Frankreichs. 4-mal wird es vom französischen Kaiser besiegt. In Arcole, in Marengo, in Austerlitz und in Wagram. Nur reine Bündnistreue wäre ein Grund für Österreich, jetzt noch an Frankreichs Seite zu bleiben. Österreich ist kein so enger Partner. Das weiß Napoleon.
Wieso seid ihr hier, Metternich? Ich bin gekommen, um über Frieden zu sprechen. Sehr. Das ist ein Moment, den wir nicht verstreichen lassen dürfen. Frieden? Was wisst ihr schon über den Krieg? Man schließt keinen Frieden mitten in der Schlacht. Mit 30.000 Kavalleristen mehr hätte ich Preußen zerschlagen, die Russen in ihre Steppe zurückgedrängt. Und der Frieden wäre längst unterzeichnet. Stattdessen ertrage ich diesen nutzlosen wie gefährlichen Waffenstillstand, um unsere Truppen neu aufzustellen. Der finale Ansturm. Das ist der Moment, der uns nicht entgehen darf, Metternich. Wenn wir siegreich sind, dann sprechen wir über Frieden. Ganz genau, Sire. Der Kaiser von Österreich, mein Gebieter, sieht diesen Waffenstillstand als eine Chance. Wir müssen sie ergreifen, um von nun an den Frieden zu schaffen, den ganz Europa herbeisehnt. Ich komme als Vermittler, Sire. Als Vermittler? Als Vermittler, sagt ihr, Metternich. Wie könnt ihr als Vermittler kommen? Haben wir nicht vor einem Jahr einen Vertrag unterzeichnet? Sind wir nicht Verbündete? Auf welcher Seite steht ihr? Es ist nicht der Friede, der euch interessiert. Die Wahrheit, Metternich, ist, dass ihr durch das Unglück, das mir in Russland widerfahren ist, glaubt, dass meine Position geschwächt wurde. Und ihr hofft jetzt, ein paar Brosamen abzubekommen. Ihr seid hier, um mich zu erpressen. Ihr seid gekommen, um aus eurer Unterstützung Profit zu schlagen, Metternich. Das ist der Grund, weshalb ihr gekommen seid und kein anderer. Sire, es wäre eine Beleidigung. Wozu redet schon? Es ist Illyrien, das euch interessiert. Ich habe es euch nach eurer Niederlage bei Wagram abgenommen und hatte auch das Recht dazu. Wollt ihr es zurückhaben? Schön. Dann müsst ihr den Preis zahlen. Die Eroberung kostete mich 300.000 Mann. Sire, ich bin hier, um euch zu einer Versammlung einzuladen, mit Österreich als Vermittler. Europa muss endlich vom Nutzen eines Friedens profitieren können. Wir brauchen eine gerechtere Aufteilung der Macht und einen geografischen und politischen Status quo, der von allen Kräften Europas garantiert wird. Ich verstehe nichts von eurem diplomatischen Kauderwelsch. Ich bin Soldat, Metternich. Vergesst das nicht. Ihr müsst euch klar ausdrücken. Zu vage Worte können leicht zu falschen Konsequenzen führen. Österreich möchte eine Ordnung der Verhältnisse schaffen, damit der Frieden durch ein besseres Gleichgewicht der Kräfte garantiert wird. Ein besseres Gleichgewicht der Kräfte? Was verlangt ihr denn von mir? Die Rückgabe meines Imperiums? Die Völker, die ich von euren archaischen Regimen befreit habe, ohne Schutz zu lassen? Sire, erscheint uns, dass es um eines allgemeinen Friedens willen notwendig wäre, dass sich Eure Majestät wieder zurückzieht. Hinter die natürlichen Grenzen eures Reiches. Ah, das ist es also. Die natürlichen Grenzen meines Reiches. In 9 Jahren bringt Napoleon ganz Europa unter seine Herrschaft. Die von der Revolution beanspruchten Grenzen Frankreichs hinter den Pyrenäen, den Alpen und dem Rhein werden weiter ausgedehnt. Das französische Kaiserreich zählt damals 134 Departements, von Hamburg bis Barcelona und von Rom bis Amsterdam. Erweitert wird dieses Imperium durch eine Reihe von Staaten an seinen Grenzen, die allesamt unter Napoleons Vorherrschaft stehen. Ein Gebiet ist besonders wichtig: Deutschland. Oder besser gesagt, das dritte Deutschland, das Napoleon von den beiden gegnerischen Großmächten Preußen und Österreich getrennt hat. Gleich nach seiner Machtübernahme hat er dieses neue politische Gebilde geschaffen. Neun Jahre zuvor wird Napoleon in Notre Dame gekrönt. Dabei kündigt er seine Pläne für Europa an, insbesondere aber für Deutschland. Ich folge nicht auf Ludwig XVI., sondern auf Karl den Großen. Napoleon sieht sich selbst als Erben dieses Kaisers, der um 800 sowohl über Deutschland als auch über Frankreich herrschte. Deshalb reist er auch in die alte Krönungsstadt Aachen. Ein demonstrativer Akt.
Mit seiner Reise nach Aachen verfolgt Napoleon zwei Ziele. Zum einen, sich bei der Errichtung des französischen Imperiums die Figur Karls des Großen zu eigen zu machen. Zum anderen ein Signal Richtung Deutschland zu senden, dass dieser neue französische Kaiser seinen Einfluss auch auf deutsche Gebiete ausdehnen wird. Die Bedeutung ist ganz klar. Napoleon stellt das Kaiserreich in Europa wieder her, so wie Karl der Große eines geschaffen hatte. Napoleon erklärt sich damit zum Nachfolger Karls des Großen, das heißt zum Kaiser der westlichen Welt. Sein Plan geht auf. Im Juni 1813 herrscht er nicht nur über Frankreich, sondern auch über weite Teile von Deutschland. Sehr zum Ärger von Kaiser Franz und von Metternich. Die natürlichen Grenzen meines Reiches, sagt ihr Metternich. Also mal sehen, ob ich richtig verstanden habe. Ich soll also Polen wieder den barbarischen Russen geben? Und Sachsen den Preußen, das gegen mich Krieg führt? Holland und Belgien an England, das mich bedrängt, seit mein Volk mich zum Kaiser gemacht hat? Ich soll Spanien verlassen, wo meinen Soldaten die Kehlen aufgeschlitzt werden? Und Italien? Und was noch? Ach ja, das Wichtigste habe ich vergessen. Meinen deutschen Alliierten den Schutz entziehen. Sire, meine Offenheit verfolgt nur ein Ziel. Wir brauchen den Frieden in Europa. Wir brauchen einen dauerhaften und lukrativen Frieden für alle. Lukrativ? Das Wort ist euch zweifellos entglitten. Lukrativ? Für meine Feinde sicherlich und für Österreich. Aber wer seid ihr, mir solche Bedingungen zu diktieren? Beabsichtigt ihr etwa, meine Herrschaft mit einem Federstrich zu beenden? Sire, ihr täuscht euch. Napoleon der Große wäre noch größer. Ihr wollt die französische Revolution beseitigen, Metternich. Ihr vergesst vielleicht, was Europa war, bevor ich sein Beschützer wurde. Hofft ihr, dieses alte Gebilde wiederzubeleben, für das Österreich zuständig war? Dieses heilige römische Reich deutscher Nation, das in sich zusammenbrach? Als Napoleon an die Macht kommt, steht Europa unter der Vorherrschaft des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation. Um 1800 ist es nur noch ein loser Verbund. Es umfasst die Mitte Europas und ist deutscher Sprach- und Kulturraum. Ein Deutschland, wie wir es heute kennen, existierte noch nicht. Dieses Gebiet ist eigentlich eine Ansammlung zerstückelter Kleinstaaten, die sich vom Status her wesentlich unterscheiden. Es gibt Königreiche, Großherzogtümer, sogar Gebiete unter kirchlicher Verwaltung, die mehr oder weniger miteinander auskommen und manchmal Krieg gegeneinander führen. Es gibt sowas wie ein deutsches Kulturbewusstsein. Man hat das Gefühl einer gemeinsamen Sprache, einer gemeinsamen Kultur, auch einer gemeinsamen Geschichte. Aber man ist eben noch keine Nation im Sinne eines Nationalbewusstseins. Wir leben in einer Zeit, die sich ohne oder jenseits des Nationalismus noch abspielt. Zu diesem Konglomerat verschiedener Herrschaften gehören freie Städte wie Frankfurt und Hamburg. Aber auch regionale Mächte wie Bayern und Sachsen. Und zwei mächtige Kontrahenten: Preußen und Österreich. Regiert wird dieses Herrschaftsgebiet seit nahezu 600 Jahren meist von einem Habsburger von Österreich aus, die deshalb bisher den stärksten Einfluss auf diesen deutschsprachigen Kulturraum im Herzen Europas hatten. Die Feldzüge der Revolutionsarmeen aber lösen ein Beben in Europa aus. Die linksrheinischen Gebiete des Reichs werden annektiert. Bei all dem hat Napoleon, der noch kein Kaiser ist, seine Hände im Spiel. Er ist ein Stratege. Er hat eine globale Vision, was das europäische Gleichgewicht angeht. Er hat schnell begriffen, dass, wenn er nicht nach Deutschland marschieren würde, dies entweder Preußen oder Österreich ausnutzen würden, um nach der Macht in Deutschland zu greifen. Im Grunde genommen ist es Bonapartes Ziel, ein französisches Deutschland oder ein Deutschland unter französischem Einfluss zu schaffen. Napoleon umgarnt 3 Länder besonders: Baden, Württemberg und Bayern.
Deren angestammte Besitztümer liegen geografisch weit auseinander. Die territoriale Neuordnung von 1803 beschert jedem von ihnen ein zusammenhängendes und bis zu 7-mal größeres Herrschaftsgebiet. Und es wird noch mehr geben. Bei Austerlitz schlägt der französische Kaiser seine Feinde vernichtend. Baden, Bayern und Württemberg kämpfen an seiner Seite. Dafür werden sie belohnt. Napoleon zieht alle Register der damaligen Diplomatie. Er verteilt keine Trinkgelder, sondern große Ländereien. Und er verteilt Titel. Er macht sie zu Königen und Großherzögen. Und dazu kommt auch noch seine Politik des Verheiratens. Napoleon ist der festen Überzeugung, dass politische Bindungen in familiären Bindungen verankert werden müssen. Er will familiäre Bindungen zu den 3 süddeutschen Fürsten knüpfen. Und das zu Bayern, da die Tochter des Königs von Bayern mit Napoleons Adoptivsohn Eugène de Beauharnais verheiratet war. Die Tochter des württembergischen Königs heiratet Jérôme, Napoleons Bruder, und der Großherzog von Baden heiratet Stéphanie de Beauharnais. Zu Beginn des Jahres 1806 kontrolliert Napoleon ganz Süddeutschland. Das Heilige Römische Reich ist durch den Verlust wichtiger Territorien nur noch ein Schatten seiner selbst. Einige Monate später gibt Napoleon dem Reich den Gnadenstoß. Am 12. Juli 1806 stellen sich 16 deutsche Staaten vertraglich unter den Schutz des neuen Herrschers Europas. Sie gründen den Rheinbund, das 3. Deutschland, neben Preußen und Österreich. Napoleon wollte eine Allianz von deutschen Staaten haben, die unter seinem Kommando stehen, also deren Außenpolitik, deren Armeeführung und deren Ressourcen, deren wirtschaftliche Ressourcen er kontrollieren konnte und nach seinen eigenen Interessen ausnutzen konnte. Das war der Sinn und Zweck des Rheinbunds. Der Zweck der Konföderation ist es, eine Pufferzone, eine deutsche Zone um Frankreich herum zu schaffen, die Grenzen Preußens und Österreichs zurückzudrängen und eine große Anzahl von Ländern zwischen Frankreich und diese Länder zu schieben, die dann dieses 3. Deutschland bilden werden. Bis 1808 treten rund 20 weitere Staaten bei, auch Sachsen. Der Bund ist jetzt mehr als eine Sicherheitszone. Das Herz Europas steht unter Napoleons Kontrolle. Doch diese Konföderation hat eine Schwäche. Der Vertrag sieht zwar vor, sie zu einer echten politischen Einheit zu formen. Diese politische Idee wird jedoch nie mit Leben gefüllt. Es gibt keine gemeinsamen Instanzen, keine gemeinsamen Gesetze. In Wirklichkeit streben weder der Kaiser noch seine Verbündeten nach staatlicher Einheit. Der Rheinbund war nicht eine Entwicklung, die hinführte zu einem Nationalstaat. Das war weder von Napoleon so gewollt, noch von den Fürsten des Rheinbunds. Die achteten eifersüchtig darauf, dass ihre Macht nicht aufgelöst wurde in einem größeren Zusammenhang. Insofern hat der Rheinbund eher die deutsche nationalstaatliche Entwicklung geradezu verzögert. Napoleon hat immer bilaterale Abkommen bevorzugt. Sie erlaubten es ihm, aus einer Position der Stärke heraus zu agieren, während hingegen eine Konföderation, die immerhin bis zu 40 Staaten umfasste, sein politisches Handeln in Deutschland schwieriger gemacht hätte. Mit dem 3. Deutschland verfolgt Napoleon nur ein Ziel: Preußen und vor allem Österreich zu schwächen. Dieses Österreich, das jahrhundertelang den Kontinent dominiert hat, das er 4-mal besiegt, dessen Vorherrschaft er beendet hat. Eure Herrscher haben nichts gelernt. Man kann die Zeit nicht zurückdrehen, Metternich. Das Heilige Römische Reich wird nie wieder existieren. Sire, die letzten Jahre haben euren Ruhm nur gesteigert. Es liegt jetzt an euch, ihn zu krönen. Indem ihr Europa den Frieden gebt, den es so dringend braucht und der ihm so sehr fehlt. Ihr wiederholt euch, Metternich. Natürlich werden wir den Frieden herstellen. Aber erst nach dem Krieg. Wieder einmal wird die Schlacht über die Zukunft entscheiden.
Schon in wenigen Wochen. Tür auf. Leider, Sire, fürchte ich, dass die Zeit abgelaufen ist. Und dass ihr euch heute entscheiden müsst. Entweder euch passt der Vorschlag des Kaisers von Österreich, meines Gebieters, ein neues Gleichgewicht in Europa herzustellen, und wir organisieren Verhandlungen. Oder was? Beendet euren Satz, Metternich. Ihr redet nicht zu Ende. Droht ihr mir etwa? Ihr kennt mich, Metternich. Glaubt ihr, ihr könnt mir Angst machen? Wie oft habe ich euch schon besiegt? Glaubt ihr, eine neue Koalition könnte mich stürzen? Folgt mir. Seht euch diese Karte an. Dieses Imperium habe ich erschaffen. Vergesst nicht, Metternich. Ich bin kein Eroberer, ich bin ein Erbauer. Und wo befindet sich Österreich? Hier ist der Rest eurer vergangenen Pracht, dem Reich der Habsburger. Und wenn ich gewollt hätte, könntet ihr sogar noch weniger haben. Ich kenne eure Stärke. Ich weiß zu jedem Moment, was euch umtreibt. Bald werdet ihr in Böhmen 200.000 Mann unter dem Kommando von Schwarzenberg stationieren lassen. Ihr rüstet wieder auf. Und wozu, Metternich? Sire, ich weiß um die Qualität eurer Spione, aber diesmal denke ich, dass man euch hintergeht. Führt mich nicht an der Nase herum. Ihr sprecht von Frieden, aber bereitet den Krieg vor. Nun gut, ich werde euch nicht enttäuschen. Ich habe die preußische Armee bei Lützen vernichtet und die Russen bei Bautzen geschlagen. Wollt ihr auch dran kommen? Werdet ihr. Ich gebe euch ein Rendezvous in Wien. Ihr übertreibt. Es liegt an euch. Es liegt an mir? Ich soll meine siegreichen Legionen einfach so hinter den Rhein, die Alpen und die Pyrenäen zurückziehen? Ist das der Geist der Mäßigung, der euch vorschwebt? Und ihr erzählt mir vom Gleichgewicht der Kräfte? Jetzt sagt mir, was werden Sie aufgeben, die Engländer, die Russen? Bin ich denn der Einzige, der bestohlen wird? In Wahrheit, Metternich, habt ihr nur eins im Sinn, und das ist die Zerschlagung des Französischen Reiches. Ihr glaubt, eine Drohung aus Österreich genügt, um dieses Ziel zu erreichen? Sire, eure Einwilligung würde euer Versprechen einlösen. Ausgerechnet jetzt, wo meine erneut triumphierende Armee vor den Toren Berlins und Breslaus steht, rühmt sich Österreich, ohne auch nur ein Schwert gezogen zu haben, mir solche Bedingungen zu stellen. Wenn ihr das Protektorat über Deutschland aufgeben würdet, würde euch das zwar eines Titels berauben, aber sicher nicht des natürlichen Einflusses Frankreichs. Ihr versteht nichts, Metternich. Beziehungsweise ihr tut, als würdet ihr nichts verstehen. Wie kann ich das weggeben, was mir Sicherheit gibt? Wenn ich nur einen Bauern zurückziehe, ist die Partie aus. Nur einen Bauer, Sire? Einen Frieden dieser Art zu verkünden, würde zweifellos zuerst Jubelschreie hervorrufen. Aber bald würde man mir Vorwürfe machen. Ich würde die Achtung und das Vertrauen des Volkes verlieren. Napoleon macht hier etwas ganz Unerwartetes. Er gibt ein Bekenntnis ab. Es ist eine Confessio. Er tritt gleichsam auf seinen Hauptkontrahenten, auf Metternich zu, reißt die Hemdbrust auf und weist ihn auf die eigene Schwachstelle hin. Hier bin ich schwach. Napoleon weiß, er hat eine Legitimitätslücke. Seine Stärke, seine ganze Macht beruht auf der militärischen und letztlich politischen Überlegenheit. Wenn er nicht mehr in der Lage ist, diese Stärke zu zeigen, wenn er einen Schwächeanfall hat, wenn er eine Konzession macht, ist es mit der Überlegenheit vorbei.
Das ist Kriegsführung, Metternich. Anhalten kann man, wenn es nach oben geht, niemals nach unten. Wir müssen die Lage vor diesem ärgerlichen Russlandfeldzug wiederherstellen. Ganz genau, Sir. Und dieser Triumph wird euch erneut zuteil. Das ist nicht genug. Wir brauchen einen Donnerschlag. Sir, heute kann Eure Majestät noch Frieden schließen. Morgen könnte es schon zu spät sein. Der Kaiser, mein Gebieter, wird von seinem Gewissen geleitet und bittet euch, diese Vermittlung anzunehmen. Es liegt jetzt an euch, euer Gewissen zu befragen. Euer Kaiser und ich haben nicht die gleichen Voraussetzungen. Er ist der Erbe jener Familien, die sich Europa seit Jahrhunderten teilen. Eure Gebieter können 20-mal geschlagen werden und doch bleibt ihre Herrschaft bestehen. Ich bin der Sohn des Glücks. Ich bin nur der Korse, der gekommen ist, um auf einem ihrer Throne zu sitzen. Das kann ich nur mit Gewalt aufrechterhalten. Meine Herrschaft endet, wenn man mich nicht mehr fürchtet. Gefürchtet ist Napoleon zu allen Zeiten. Seine militärische Macht erlaubt es ihm, den Rheinbund zu dominieren, wie es ihm beliebt. Im Oktober 1806 hat er die Preußen bei Jena geschlagen, genauso wie Österreich bei Austerlitz. Er benutzt diese Siege, um den Rheinbund noch einmal umzuformen. Er stampft einen neuen Staat aus dem Boden. Westfalen. Dieser Staat soll als Vorbild für ganz Deutschland dienen. Das Territorium Westfalens entsteht aus preußischem Besitz und aus Gebieten, die Frankreich seit 1803 schon häufiger in der Region besetzt hatte. Eine Ansammlung von Kleinstaaten, etwa 18 oder 19, die zu diesem Königreich Westfalen zusammengeschmolzen werden. Der größte Teil stammt aus preußischem Gebiet. Die Idee war ja, Westfalen gewissermaßen als eine Art napoleonischen Musterstaat. Und die Vorstellung, die hatten, war, das soll ein solch toller Staat werden, dass man darüber zeigt, wie wunderbar eine französische, napoleonische Regierung ist. Und dann möchten eigentlich alle das nur haben und möchten gar nicht mehr zurück zu ihrer Fürstenherrschaft. König dieses neuen Staates wird Jérôme, der 23-jährige Bruder Napoleons, ausgestattet mit einer Art Gebrauchsanweisung. Mein Bruder. Anbei findet ihr die Verfassung eures Reiches. Ihr müsst euch genau daran halten. Das Glück eures Volkes ist mir wichtig, nicht nur wegen des Einflusses auf euren und meinen Ruhm, sondern auch unter dem Gesichtspunkt des allgemeinen europäischen Systems. Hört nicht auf diejenigen, die euch sagen, dass euer Volk, das an Knechtschaft gewöhnt ist, eure Wohltaten mit Undankbarkeit quittieren wird. Eure Herrschaft begründet sich einzig und wahrhaftig nur durch das Vertrauen und der Liebe des gesamten Volkes. Napoleon geht mit Jérôme genauso um wie mit seinen anderen Brüdern und mit all denen, die er überall in Europa auf Throne gesetzt hat. Er will, dass sie sozusagen Superpräfekten in den Staaten sind, die sie regieren. Welches Volk wird zur willkürlichen preußischen Herrschaft zurückkehren wollen, wenn es die Vorzüge einer Verwaltung gekostet hat, die klug und liberal ist? Er ist sehr stolz auf diesen Code Civil, der in Code Napoleon umbenannt wird und der das Gesellschaftsmodell zusammenfasst, das er nicht nur Frankreich, sondern ganz Europa aufzwingen will. Also ein Modell, das auf dem Individuum, der Familie und dem Eigentum basiert und auf der Idee der Gleichheit beruht. Wenn Napoleon behauptet oder glauben lassen möchte, dass er die Ideen der Revolution in Europa verbreiten würde, dann steckt da etwas sehr Ehrliches dahinter. Zumindest am Anfang betrachtet er, natürlich auf seine Art und mit seiner Handlungsweise, die Revolution als eine Wohltat und einen großen Fortschritt für alle Völker. Und dass sie ein ausgezeichnetes Mittel sei, den Völkern zu helfen, die Tyrannen loszuwerden. Und wenn ich euch meine ganzen Gedanken offenbaren muss, so ziele ich mehr auf die Vorzüge des Code Napoleon für die Ausdehnung und Stärkung eurer Monarchie als auf die Wirkung meiner größten Siege. Schreibt mir sehr oft
Ich werde euch stets mit meiner Erfahrung und meinem Rat zur Seite stehen. Wollt ihr es nicht noch einmal lesen? Keine Zeit, Meneval. Westfalen wird gebildet als ein Frankreich auf deutschem Boden. Unterteilt in zunächst 8 Departements mit einheitlichen Institutionen. Eine Verfassung mit einer Versammlung, einem Senat und einer Justiz nach französischem Vorbild wird durchgesetzt und die Gleichheit aller vor dem Gesetz. Das bedeutet, dass der westfälische Adel keine eigene Gerichtsbarkeit mehr hat. Es gibt viele Reformen, zum Beispiel die soziale Gleichheit und die religiöse. Die deutschen Staaten waren damals in der Regel 100% katholisch oder 100% protestantisch. Napoleon hat darauf bestanden, dass die Religionen gleichberechtigt anerkannt werden. Und er hat auch darauf bestanden, dass die Juden frei leben konnten. Der Musterstaat Westfalen wird nie das erhoffte Vorbild. Beispielsweise übernehmen andere Rheinbundländer nur Teile des Code Civil. Es gibt 2 große Hindernisse. Erstens die Frage der bürgerlichen Gleichheit, das heißt de facto die Entmachtung des Adels. Die zweite Frage ist die der Ehescheidung, die die Deutschen spaltet, vor allem in katholischen Ländern wie Bayern. Und das ist eine Erklärung dafür, warum die großen deutschen Länder diesen Code Civil ablehnen. Napoleon fragt sich nicht, inwieweit das, was er vorschlägt, angenommen wird. Er ist der Meinung, dass es besser sei. Deshalb muss es auch für andere besser sein. Das Volk darf sich nicht beklagen. Es weiß, wie sehr ich es umsorgt habe. Wer hat die Leibeigenschaft abgeschafft, wenn nicht ich? Ich habe Deutschland die Freiheit gebracht und die Vorzüge der Moderne. Eure Forderungen wurden nicht immer verstanden, Sire. Sie werden von Leuten wie euch nicht verstanden, Metternich. Aber das Volk versteht sie sehr gut. Heute kann jeder Grenadier Offizier werden. Das ärgert euch bestimmt. An solche Forderungen habe ich nicht gedacht, Sire. Von welchen Forderungen sprecht ihr denn, Metternich? Der Kontinentalsperre? Aber die Sperre ist keine Forderung, sie ist eine Notwendigkeit. Darf ich hinzufügen, und ein Zwang? Gut, es gibt Opfer, die man bringen muss, um in einem friedlichen Europa zu leben. Was bedeutet es, wenn es an Zucker und Stoff mangelt, wenn es um das Schicksal Europas geht? Ist es meine Schuld, wenn England die Welt dominieren will? Das Volk ist undankbar. Es hat keine Vision. Die Sperre wird es zu Unrecht gegen euch aufgebracht haben. Par décret de l'empereur Napoléon, vérification des marchandises. Wir haben nichts zu verzollen. Qu'est-ce qu'il dit? J'en sais rien, encore un qui parle pas français. Marchandises! Marchandises! Ouvrez votre cargaison! Ab 1806 werden 35.000 Zöllner an allen Grenzen des Reiches eingesetzt. Napoleon will den Import englischer Waren auf den Kontinent unterbinden. C'est pas de la marchandise, dis donc. Non. Elle est plus bien fraîche. C'est bon, allez-y. Das ist der Beginn der Kontinentalsperre. Laissez-les passer. Merci. Die im Oktober 1806 errichtete Blockade ist ein politisches und militärisches Instrument, das vor allem die Macht Großbritanniens brechen soll. Napoleon hat ein Jahr zuvor in der Schlacht von Trafalgar erkannt, dass er nicht über die Mittel verfügte, England zur See zu besiegen. Er hat auch keine Flotte mehr.
Und so konzentriert er sich auf das, was er mit seinen eigenen Kräften tun kann, und zwar auf dem Kontinent. Er errichtet eine Handelsblockade und verbietet es den Häfen, Handel mit den Briten zu treiben. Und zwar allen Häfen, die entweder direkt oder indirekt vom Kaiserreich oder seinen Verbündeten kontrolliert werden. Das bringt die europäische Wirtschaft aus dem Gleichgewicht. Es gibt Regionen in Deutschland, die sehr vom Handel abhängig sind, wenn Sie an Hamburg zum Beispiel denken. Deren Haupteinkommen ist der Handel mit Großbritannien. Da gehen quasi die Lichter aus. Also da gibt es eine große Wirtschaftskrise, große Verarmung. Und das macht natürlich Napoleon keine Freunde. In dem von Napoleon dominierten Teil Deutschlands wird Schmuggeln zum Nationalsport. Die Einwohner lernen schnell, die vom französischen Kaiser verhängte Sperre mit allen Mitteln zu umgehen. Hilf mir mal! Da vorne. Gut. Ich habe auch Kaffee heute, wenn du willst. Dein Kaffee ist zu teuer. Na dann kauf halt keinen. Und trink weiter deinen patriotischen Saft. Der ist ungenießbar. Was ist das für ein Stoff? Wir hatten Baumwolle gesagt. Erst nächste Woche. Die Franzosen haben die Kontrollen verschärft. Wir brauchen die Baumwolle. Ja, nächste Woche habe ich gesagt. Dann habe ich Baumwolle. Aus Louisiana, was Besseres gibt es nicht. Das waren Güter, die kamen aus den Kolonien. Und diese Güter haben vor allem die Engländer geliefert. Also war die Kontinentalsperre, die den englischen Handel eben zu vernichten suchte, ein Hindernis, an diese Produkte zu kommen. Und das war natürlich eine Sache, die die Leute unmutig machte, weil es war nicht nur Kaffee und Tee und Kakao, die nicht kamen, sondern sie hatten auch Probleme, ihre Produkte zu exportieren. Die Abschottung bringt nicht nur Nachteile. Sie fördert auch die einheimische Industrie. Es werden also neue Fabriken aufgebaut. Das gilt nicht nur für die Textilindustrie, das gilt auch für die anlaufende Agrarchemie. Also wenn man zum Beispiel Zucker ersetzen muss durch Rübenzucker im großen Stil oder für die Stahlherstellung. Also wenn man zum Beispiel an Krupp denkt, da liegen die Anfänge quasi in der napoleonischen Zeit. Die sind noch nicht profitabel, das kommt erst später. Aber auch da merkt man schon, dass in bestimmten Branchen diese Käseglocke, die die Kontinentalsperre bedeutet, auch produktive Faktoren hervorbringt. Aber diese wenigen positiven Aspekte können das allgemeine Gefühl einer tief empfundenen Ungerechtigkeit nicht kompensieren. Denn in Napoleons Europa profitieren nicht alle in gleicher Weise. Im französischen Kaiserreich etwa sind Waren frei im Umlauf. In den verbündeten Ländern, zu denen auch der Rheinbund gehört, erhebt der Kaiser Steuern, wie er will. Von Chancengleichheit kann keine Rede sein. Das Steuersystem und auch die Zollsysteme, die von Napoleon eingeführt werden, sind darauf ausgerichtet, die französische Wirtschaft zum Nachteil anderer zu begünstigen. Import von Rohstoffen für die Industrie ist erlaubt, Export für die meisten verbündeten Länder nach Frankreich verboten. Dadurch wird der Export von französischen Produkten bevorzugt. Es war der Versuch von Napoleon, da eine Kommandowirtschaft einzuführen mit der Kontinentalsperre, nicht? Es war der Versuch, sozusagen, la France le premier, France first, nicht? Und das gewaltsam durchzusetzen. Das war der Sinn der ganzen Übung. Die Kontinentalsperre wird ständig unterlaufen. Daraufhin erhöht Napoleon die Kontrollen und verschärft die Strafen. Wenn es sich nicht um Lebensmittel handelt, lässt er bestimmte Güter auch schon mal auf öffentlichen Plätzen als warnendes Beispiel verbrennen.
Manchmal kam es dazu, dass beschlagnahmte Ladungen verbrannt wurden. Insbesondere Kleidung, Seidenstoffe und solche Materialien, die sehr wertvoll waren. Lassen Sie mir doch wenigstens ein kleines bisschen Stoff. Meine Kinder haben nichts mehr anzuziehen. Ich bitte Sie. Allez, ça suffit. Allez-vous-en. Die Kontinentalsperre auf der einen, Frankreich zuerst auf der anderen Seite. Die Ungerechtigkeit dieser Wirtschaftspolitik schlägt östlich des Rheins auf die Stimmung in der Bevölkerung. Wenn Sie die Ostseehäfen betrachten, dort leben die Menschen fast ausschließlich vom Seehandel. Die Sperre trifft diese Regionen empfindlich. Andernorts in Frankreich fördert Napoleon hingegen die französische Metallindustrie, indem er die deutsche Metall- und Messerfabrikation entlang des Rheins schließen lässt. Er zögert nicht, Industrien, die mit französischen Industrien konkurrieren, zu vernichten. Und das kann natürlich weder von den Eliten noch von der arbeitenden Bevölkerung in diesen Gebieten akzeptiert werden. Die ganze Kontinentalsperre lief im Grunde genommen darauf hinaus, dass Napoleon Europa zu einem großen Kolonialreich machen wollte. Das heißt, er wollte Absatzgebiete für französische Waren schaffen in diesem Kolonialreich, aber gleichzeitig verhindern, dass dieses Kolonialreich seinerzeit zu Kräften kommt, indem es selbstständig Sachen eben nicht nach Frankreich, sondern nach außerhalb exportiert. Ein Thema belastet das Verhältnis zwischen Rheinbund und Napoleon besonders. Die Söhne, die die Deutschen in den Krieg schicken müssen. Europa sehnt sich nach Frieden, Sire. Zu viele Männer kehren nie nach Hause zurück. Selbst eure Generäle sind müde. Habt ihr meine junge Garde gesehen? Kommt und seht. Seht sie euch an. Gebt Acht. Das sind gute Soldaten, Metternich. Ich habe sie gesehen, Sire. Das sind Kinder. Eure Armee von Jünglingen ist eine bereits verlorene Generation. Was werdet ihr tun, wenn ihr einen weiteren Rückschlag erleidet? Sagt mir, welchen Rückschlag meint ihr? Es scheint, dass sich in Russland das Glück von Eurer Majestät abgewandt hat. Der Russlandfeldzug war ein durchschlagender Erfolg. Ich bin schneller vor den Toren Moskaus angekommen, als es sich irgendein General vorgestellt hat. Es war die Kälte, die uns besiegt hat, Metternich. Die Kälte und sonst niemand. Ja, ich habe einen großen Fehler gemacht, als ich diesen bösartigen Feind unterschätzt habe. Ich habe mit einer Armee bezahlt. Eine der schönsten, die ich je gesehen habe. Ich kann gegen Menschen kämpfen, jedoch nicht gegen Elemente. In einer Nacht habe ich 30.000 Pferde verloren. Doch ich habe meine Lektion gelernt. Ich habe eine neue Armee. Ich habe 2-mal gesiegt. Ich habe die Preußen und die Russen zurückgedrängt. Und genau aus diesem Grund, eben weil ihr durch euer glorreiches Handeln 2 weitere Schlachten gewinnen konntet, würde ein ehrenhafter Friede es Frieden, um nichts anderes geht es mir. Nur leider bedeutet Frieden für euch nur Waffenstillstand. Beklagt euch darüber bei England. Beklagt euch bei Preußen, bei Russland. Bei Eurer Majestät, dem Kaiser von Österreich. Was habe ich denn seit Jahren getan, als auf eure Angriffe zu antworten? Sehr gut, Metternich. Auch ich bin des Krieges müde. Jedoch dieser Krieg, wie auch die anderen, darf nicht unvollendet bleiben. Ihr wünscht Neutralität? So sei's. Euer Kaiser soll mir sein Wort geben, dass er bis zum Ende der Operation keinen Krieg gegen mich führt. Das reicht dann. Sire, mein Kaiser hat euch seine Vermittlung angeboten und nicht seine Neutralität. Russland und Preußen haben sie akzeptiert. Falls ihr euch weigert, muss meine Majestät seine Wahl treffen. Leider, Sire, ist die Lage so, dass wir nur mit euch sein können. Oder gegen euch. Seht nur, Metternich. Endlich gebt ihr euch zu erkennen.
Ihr habt euch längst entschieden, nicht wahr? Wie viele Alliierte habt ihr? 4, 5, 6, 7? Je mehr, desto besser. Ich nehme jede Herausforderung an. In gewöhnlichen Zeiten bestehen Armeen nur aus einem kleinen Anteil der Bevölkerung. Heute jedoch ist es das gesamte Volk, das ihr zu den Waffen ruft. In gewöhnlichen Zeiten? Glaubt ihr, wir leben in gewöhnlichen Zeiten? Ihr wollt also noch eine weitere Generation im Feuer aussetzen? Ihr seid kein Militär. Ihr versteht nichts von der Seele eines Soldaten. Aber ich bin im Feld groß geworden und wenn es die Situation erfordert, ist einem Mann wie mir das Schicksal einer Million Soldaten egal. Ein General, der rücksichtslos junge Männer in den Kampf und in den Tod schickt. Ein Ungeheuer, so nennt man den einst bewunderten Strategen inzwischen in ganz Europa. Zu Beginn wendet er eine Methode an, die als sein militärisches Genie bezeichnet wird. Eine Kunst der Kriegsführung, die überrascht, die beunruhigt, die erstaunt und die niemand vorhersehen kann. Doch innerhalb von 10 Jahren Krieg haben seine Feinde gelernt, wie sie funktioniert. Und mehr Menschen verlieren ihr Leben in Napoleons Schlachten und seltener sind die Siege taktischer Natur. Das Bild Napoleons wandelt sich sehr stark. Am Anfang kann er durchaus als Friedensbringer wahrgenommen werden. Aber je länger auch diese Kriegsperiode geht, je stärker die Verluste werden, je mehr die wirtschaftliche Belastung auch steigt, desto eher setzt sich ein sehr, sehr negatives Napoleon-Bild durch. Na gut, das erklärt sich halt aus seiner Unersättlichkeit, dauernd zu expandieren, zu erobern, mit nichts sich zufrieden zu geben, immer weiter zu kämpfen. Und das haben die Leute ihm übel genommen und haben ihn deshalb als Oger verdächtigt, ja. Ihn als Oger beschimpft, als Blutrünstling, ja. Artikel 38 des Rheinbundvertrages legt fest, wie viele Soldaten jeder Mitgliedstaat an die Grande Armee zu überstellen hat. Bayern 30.000 Mann, Württemberg 12.000 Mann, Baden 8.000. Die Gesamtzahl beläuft sich auf 120.000 Deutsche, die in die napoleonischen Truppen eingereiht werden. Zu Beginn reihen sich die deutschen Soldaten nicht nur ein, einige sind sogar begeistert. Da haben wir Briefe drüber. Und das lag daran, dass die napoleonische Armee einen gewissen Nimbus hatte. Da konnte man Teil einer großen Organisation sein. Manchen mag da auch die Abenteuerlust gepackt haben, in fremde Länder zu kommen. Der Enthusiasmus, der anfangs sicherlich vorhanden war, verschwand dann rapide unter der Zeit, dass die Kriege fortdauernden und an immer entfernteren Schauplätzen stattfanden und vor allem nicht mehr so erfolgreich waren wie einstens. Der größte Nachteil dieser Militärkontingente ist es, dass Napoleon die Angewohnheit hatte, sie einzusetzen, wie es ihm gerade passte. Normalerweise hätten diese Kontingente nur gegen ein angreifendes Land eingesetzt werden dürfen. Aber wenn Deutsche in den Krieg nach Spanien oder nach Russland geschickt werden, dann ist das noch viel weniger hinzunehmen. 1812 führt Napoleon 700.000 Mann aus ganz Europa nach Russland. Das befeuert all diese Karikaturen, auf denen Napoleon mit dem Teufel assoziiert wird, wie er sich von Leichen ernährt oder er wird mit einem aus Leichen bestehenden Gesicht dargestellt. Glaubt ihr, mir ist das Blut, das vergossen wird, gleichgültig? Ihr wisst wirklich nichts über den Krieg. Doch die Franzosen können sich über mich nicht beschweren. Ich habe zwar 300.000 Mann in Russland verloren, aber es waren Deutsche und Polen, die ich geopfert habe. Warum sagt ihr mir das? Habt ihr vergessen, dass ich in Deutschland geboren bin? Und wieso erzählt ihr mir das hier unter 4 Augen? Warum gebt ihr keine Erklärung ab, damit euer Wort so in ganz Europa Widerhall findet? Was würden eure deutschen Verbündeten denken? Glaubt ihr wirklich, ich fürchte den Zorn des Volkes? Es weiß, was es ohne mich verlieren würde.
Und falls es nötig ist, werden meine Soldaten ausreichen, um es zu zügeln. In Napoleons Deutschland sind französische Soldaten allgegenwärtig. Die Rheinbundstaaten werden ständig von seinen Truppen durchquert. Auch wenn Napoleon darauf besteht, dass sich seine Soldaten vorbildlich benehmen, selten sind sie willkommen. Eine Geschichte bleibt lange in Erinnerung. Im August 1806 wird Johann Philipp Palm in Nürnberg von französischen Gendarmen verhaftet. Es handelt sich um einen Buchhändler, vielmehr einen Verleger. Dieser hatte eine starke Kritik an Napoleon und seinen Verbündeten, wie den König von Bayern, publiziert. Die Palmsche Schrift, die der Palm verlegt hat, war ja nur eine von unter anderen, die damals aufkam, von Pamphleten gegen Napoleon. Und da hat er gesagt, ich muss ein Exempel statuieren. Ehe das einreißt, das kann ich mir nicht erlauben. Napoleon hat sehr scharf darauf reagiert, zu scharf, und befohlen, kurzen Prozess mit ihm zu machen. Ich verlange, dass er vor ein Militärgericht gebracht und innerhalb von 24 Stunden erschossen wird. Das Verbrechen ist Hochverrat. Napoleon verfolgt das alles aus Paris. Verleger Palm wird als schrecklicher Agitator beschrieben. Und so kommt es eben zu dieser heftigen Reaktion. Aber sicher ist auch der Gedanke da, und der findet sich bei Napoleon oft, dass es kluge Politik sei, ein Exempel zu statuieren. Auch wenn es Menschenleben kosten würde, könnten größere Übel vermieden werden. Er wird hingerichtet. Und das ist natürlich für diejenigen, die in der napoleonischen Opposition sind, ist das natürlich ein Fanal, weil man sieht, wie weit Napoleon dann geht. Das geschieht nicht heimlich, sondern er macht es öffentlich. Er lässt 6000 Exemplare einer Proklamation drucken. Aber diese Hinrichtung bewirkt das genaue Gegenteil. Sie verschafft Napoleons Gegnern enorme Aufmerksamkeit. Überall in Deutschland gibt es Spendenaktionen für Palms Witwe und seine Kinder. Palm wird zum Nationalhelden, zum ersten Märtyrer der deutschen Freiheit. Und diese Rolle behält er sehr lange. Palm wurde so sehr zu einem Symbol der französischen Unterdrückung in Deutschland, dass noch Adolf Hitler auf der ersten Seite von Mein Kampf schreibt, dass er in der Stadt des Märtyrers der deutschen Nation geboren worden sei, in Braunau, wo Palm hingerichtet wurde. Der Fall Palm, tote Soldaten, die Wirtschaftspolitik. In der deutschen Bevölkerung nehmen die Ressentiments gegen Napoleon zu. Der Philosoph Johann Gottlieb Fichte klagt ihn an, die Ideale der Revolution missbraucht und in Deutschland eine Tyrannei errichtet zu haben. Noch radikaler ruft der Dichter Heinrich von Kleist in einem seiner Werke aus: Töten Sie ihn! Der Weltgerichtshof bittet Sie um keine Rechtfertigung. Und es gibt manche, die ihn beim Wort nehmen. Am 12. Oktober 1809 in Schloss Schönbrunn. Napoleon hat sich schon vor einigen Monaten hier niedergelassen. Er bereitet einen Friedensvertrag mit Österreich vor. Wie jeden Morgen nimmt er seine Truppen ab, als ihm General Rapp eine verstörende Nachricht überbringt. Er ist im Vorzimmer. Wir konnten ihn gerade noch aufhalten, Majestät. Er hielt ein Küchenmesser unter seinem Gehrock versteckt. Hat er gestanden? Nichts. Er will nur mit Napoleon sprechen. Für wen arbeitet er? Das weiß ich nicht, Sire. Er ist ein Deutscher aus Sachsen. Ehrlich gesagt sieht er nicht wie ein Attentäter aus. Los, bringt ihn zu mir. Vous parlez français? Non, pas beaucoup.
Traduisez. Quel âge avez-vous? Wie alt sind Sie? 17 Jahre. 17 ans. Et que vouliez-vous faire avec ce couteau? Was wolltet ihr mit dem Messer? Ich wollte euch töten. Vous tuer. Vous êtes fou, jeune homme. Ou vous êtes malade. Ich bin nicht verrückt und ich bin nicht krank. Je ne suis pas fou et je ne suis pas malade. Pourquoi vouliez-vous me tuer? Vous ai-je fait quelque mal? Warum wollen Sie mich töten? Was habe ich Ihnen getan? Alle Deutschen wollen das. Sie bringen nur Unglück über mein Land. Comme à tous les Allemands, vous faites le malheur de mon pays. Si vous êtes fou ou malade, qu'on fasse venir Corvisart. Corvisart? Was soll das sein, ein Corvisart? C'est mon médecin. Das ist der Arzt seiner Majestät. Ich brauche keinen Arzt. Il dit j'en ai pas besoin. Vous m'avez fait appeler, Majesté. Corvisart, je pense que ce jeune homme a la fièvre. Examinez-le. C'est ce qu'on a retrouvé sur lui. Ce médaillon est celui de son ami. Votre ami sera bien affligé de votre aventure. Ihre Freundin wird sehr betrübt sein, wenn sie von ihrem Abenteuer erfahrt. Sie wird verzweifelt sein, dass ich versagt habe. Sie hasst euch ebenso sehr wie ich. Elle sera affligée que j'ai échoué car elle vouait autant que je vouais à moi-même. Vous avez une tête d'exalté, jeune homme. Vous ferez le malheur de votre famille. Bien. Je vous accorderai la vie. Mais vous devez demander pardon du crime que vous avez voulu commettre. Ihre Majestät schenkt Ihnen das Leben, bittet um Vergebung und ihr werdet begnadigt. Ich will keine Vergebung. Wenn Sie mir verzeihen, werde ich euch trotzdem töten wollen. Il dit je ne veux pas de pardon. Il dit si vous me graciez, je vous tuerai quand même. Diable. Alors un crime n'est rien pour vous. Es macht Ihnen also nicht aus, ein Verbrechen zu begehen? Euch zu töten ist kein Verbrechen, sondern eine Pflicht. Il dit vous tuer n'est pas un crime, c'est un devoir. Sur ce jeune homme ne présente aucun signe anormal. Ich hab's Ihnen doch gesagt. Ich bin nicht krank. Der Versuch von Stubbs ist zu einem Zeitpunkt noch ein schwaches Signal. Trotzdem lässt sich erahnen, was in Europa vor sich geht. Überall, bis hinein in alle Gesellschaftsschichten, wird Napoleons Vorherrschaft als Hegemonie betrachtet, die alles dominiert. Und das ist für die nach Unabhängigkeit strebenden Völker nicht akzeptabel. Napoleon war ja gewissermaßen ein Routinier in Attentaten. Also er hat ja in Frankreich schon Attentate gehabt. Aber der Stubbs war insofern was Besonderes, als dass ein Nicht-Franzose war. Aber es war ein deutscher Patriot. Er hat aus patriotischen Motiven gehandelt, denn er wollte Napoleon als den vernichten, der dauernd Krieg führt. Und das war natürlich ein Motiv, was Napoleon überhaupt nicht gutieren konnte. Nicht, weil es seine Person galt, der Mordversuch, sondern das war ein politisches Motiv. Und er sagte, der Mann ist am Ende ein Vorbild für andere. Stubbs wird hingerichtet. Doch dieses Attentat beunruhigt Napoleon zutiefst. Wie kann ein junger Deutscher ihn töten wollen? Ihn, der doch nur Gutes für das deutsche Volk im Sinn hat. Und was wird aus seinem Werk, wenn eines Tages ein Fanatiker sein Ziel erreichen sollte? Napoleon ist gezwungen, eine Entscheidung zu treffen, die er immer wieder aufschiebt. Schon seit Jahren.
Seine Kaiserin, Joséphine de Beauharnais, schenkt ihm keine Kinder. Dieses missglückte Attentat erinnert Napoleon daran, dass er unbedingt einen Thronfolger braucht. Er lässt sich scheiden. Napoleon sucht eine neue Kaiserin. Ein Komitee aus seinen Brüdern und den größten Würdenträgern des Reichs soll ihn beraten. Napoleon bieten sich mehrere Möglichkeiten. Er betrachtet das Ganze mit politischer und dynastischer Logik. Genauso hätten es die Bourbonen getan. Er sucht nicht in seinem Umfeld nach einer Prinzessin, sondern fragt sich, welche Verbindung ihm für das Erreichen seiner Ziele einen Vorteil schaffen würde. Ein Berater schlägt die Tochter des Königs von Sachsen vor, um die Verbindung mit dem Rheinbund zu stärken. Napoleon lehnt sie ab. Sie ist zu alt. Zwar war sie erst 27, doch anders als heute, galten zu dieser Zeit Frauen in ihren 20ern schon vielen als zu alt. Nach Napoleons Verständnis wäre ein Ehebündnis nützlich. Da Sachsen bereits ein Vasallenstaat war, hätte diese Heirat politisch nichts gebracht. Bleiben nur zwei weitere Optionen. Prinzessin Anne, Schwester von Zar Alexander von Russland, und Marie-Louise, Tochter von Kaiser Franz von Österreich. Weil Napoleon immer politisch denkt, spricht vieles für eine Ehefrau aus Russland, damals ein Verbündeter Frankreichs. Nur gibt es in Russland nicht viele Prinzessinnen im gewünschten Alter und Napoleon hat es eilig. Er will einen Sohn und das möglichst schnell. Aus St. Petersburg gibt es noch mehr Schwierigkeiten, denn die Prinzessin ist zum einen noch sehr jung und zum anderen will ihre Mutter nicht, dass sie zum Katholizismus übertritt. Dazu werden Napoleon noch eine ganze Reihe von Bedingungen gestellt, etwa die Mitgift. Der Zar will, dass die Franzosen letztlich keine Lust mehr haben an einer russischen Lösung. Und so strebt Napoleon ein verstärktes Bündnis mit Österreich an, was nicht selbstverständlich ist, da Österreich gerade besiegt wurde. Es ist ein Land, das erniedrigt wurde. Seit der Niederlage bei Wagram ist Österreich in einer katastrophalen Lage. Dieses Reich, das Europa lange Zeit dominiert hat, verliert an Einfluss und Macht und darüber hinaus noch wichtige Teile seines Territoriums. Das Schmerzlichste für Österreich war der Verlust von Triest und Istrien. Das heißt, der Zugang zum Mittelmeer. Das heißt, Österreich war eingeschnürt und stand unter der Drohung, die Napoleon ausgesprochen hatte, eventuell das Imperium, das Reich zu zerschlagen. Ein Mann hat sehr wohl verstanden, dass diese Heirat, die die Tochter des Besiegten mit dem Sieger verbinden würde, eine Chance wäre für Österreich. Clemens von Metternich, dieser bedeutende Staatsmann an der Seite von Kaiser Franz, will das Schicksal seines Landes zum Besseren wenden. Graf von Metternich, ihr wollt, dass ich meine Tochter mit dem Mann vermähle, der mich soeben beraubt hat? Mit meinem schlimmsten Feind? Eure Majestät, ich halte dies für eine Angelegenheit von allergrößter Bedeutung. Für Europa. Von einer Verbindung Napoleons mit eurer Tochter würde Österreich sehr profitieren. Kein anderes Ereignis könnte uns mehr von Nutzen sein. Ihr habt wohl vergessen, dass sie die Großnichte von Marie Antoinette ist, der ehemaligen Königin von Frankreich, die von Napoleons Freunden enthauptet wurde. Ihr wart es, der damals gefordert hat, dass unsere Soldaten dieses Verbrechen vergelten sollen. Mit Verlaub, Eure Majestät, das war eine andere Zeit. Ich sehe dies heute als Chance für euer Reich. Wenn wir die Gelegenheit verstreichen lassen und sich Napoleon an eine russische Prinzessin bindet,
dann ist Österreich verloren. Versetzen Sie sich in Metternichs Lage. Österreich ist am Tiefpunkt, soll aber wieder auf einer Stufe mit den anderen Großmächten stehen. Die einzige Lösung für ihn ist eine Wiederannäherung an Frankreich. Metternich erkennt, Frankreich ist zu stark im Moment und dieser Mann Napoleon ist zu stark. Und mit dieser Wirklichkeit müssen wir noch eine Weile zurechtkommen. Diese Hochzeit muss gefördert werden, diese Verbindung der Familien Bonaparte und Habsburg. Sie ist im österreichischen Interesse und sei es nur für eine Übergangszeit. Sagt mir, Metternich, diese Heirat war ein Fehler, nicht wahr? Ihr antwortet nicht. Nun, euer Schweigen antwortet für euch. So habe ich Kaiser Franz trotz seiner Niederlage bei Wagram wieder auf den Thron gesetzt. Er behielt seine Macht, obwohl man mir geraten hatte, Österreich aufzuteilen. Ich habe versprochen, Frieden mit ihm zu halten, solange ich lebe. Ich habe seine Tochter geheiratet und sie zur Regentin ernannt. Und er bekam einen Enkel, der eines Tages Kaiser sein wird. Diese Undankbarkeit der Menschen. Was für ein Fehler, diese Österreicherin geheiratet zu haben. Ich bereue das heute. Ein Fehler, aber ein süßer Fehler. Drei Jahre zuvor. Die zukünftige Kaiserin wird in Frankreich erwartet. Ihr Bräutigam reist ihr entgegen. Den Kurieren nach, die Sie gesehen haben, sieht sie aus wie die Königin von Holland. Sie ist blond, hat einen klaren Teint. Ich fürchte, dass sie nicht sehr hübsch ist. Sire, warum sich das Schlimmste vorstellen? Wenn sie hübsch wäre, Murat, hätten die Kuriere es gemeldet. Das ist nicht geschehen. Ein schlechtes Zeichen. Hauptsache, sie ist gut und schenkt mir viele Jungen. Wir brauchen einen Jungen, Murat. Wie lange noch? Sie sollten bald hier sein. Ah, da sind Sie. Nein, Sire! Marie-Louise trifft aus Straßburg ein, begleitet von Caroline Murat, Napoleons Schwester. Die Brautleute sehen sich zum ersten Mal. Seine Majestät Kaiser Napoleon I. Aber ich bitte euch, Sire. So wartet doch. Sire, vielleicht... Geduldet euch. Marie-Louise wurde im Hass auf die französische Revolution erzogen, die ihre Tante hingerichtet hat, und im Hass auf Napoleon, der zweimal Wien besetzt und sie zweimal zur Flucht gezwungen hatte. Sie erzählte, dass sie als Kind Stecknadeln in Bilder von Napoleon gesteckt habe. Und nun kündigt ihr Vater an, dass sie ihn heiraten müsse. Marie-Louise ist entsetzt, sie schreit Zeter und Mordio. Sie hält Napoleon für eine Bestie. Sie folgt der Propaganda, dem, was sie am Hofe gehört hat. Napoleon, der Feind der Christenheit, der Feind Österreichs. Und sie vermag es gar nicht zu glauben, fühlt sich von ihrem Vater verraten. Aber dann, und zwar in relativ kurzer Zeit, merkt man, diese Frau findet es plötzlich reizvoll, in eine Verbindung zu treten zu dem ersten Mann der Welt. Sire, das Bild, das man von euch zeichnet, wird euch nicht gerecht. Danke für das Kompliment. Ihr seid... Euer Französisch ist bewundernswert. Eine solch schöne Sprache, Majestät. Und welche Anweisung hat euch euer Vater, was mich angeht, mitgegeben? Euch in allem zu gehorchen. Mir in allem zu gehorchen.
Da habe ich wohl eine große Torheit begangen. Sire, Österreich hat diese Hochzeit gewünscht und verlangt. Und es war mit dem Ergebnis zufrieden. Aber da Eure Majestät wünscht, meine Meinung zu hören? Ja, ich denke, dass es für Napoleon, den Eroberer, ein Fehler war. Und ihr habt sie begünstigt. Ihr wolltet mir die Hände binden, nicht wahr, Metternich? Und jetzt will also Kaiser Franz seine Tochter und seinen Enkel entthronen. Doch was ist aus den heiligsten Bindungen geworden, die er in seinen Briefen immer zu erwähnen pflegte? Kaiser Franz hat seine Gefühle euch gegenüber nicht geändert, aber er kennt seine Pflichten. Der Kaiser irrt, wenn er glaubt, dass Frankreich und ein beschädigter Thron länger ein sicheres Refugium für seine Tochter und seinen Enkel wäre. Wenn ich einem solchen Frieden zustimmte, würde mein Reich schneller untergehen, als es aufgestiegen ist. Und sie würden beide hinweggefegt. Ist sich mein Schwiegervater dessen bewusst? Österreichs Kaiser ist zuerst Monarch, dann erst ist er Vater. Und die Interessen seines Volkes haben immer Vorrang und stehen an erster Stelle. Seine Pflichten und Pläne. Nun, ihr erzählt mir da nichts, was mich überrascht. Ihr bestätigt nur meine Meinung, dass ich falsch entschieden und einen irreparablen Fehler begangen habe. Wisst ihr, wieso ich mich für die Erzherzogin entschieden habe? Weil ich das Alte und das Neue zusammenführen wollte. Eure gotische Vergangenheit mit den Institutionen meines Jahrhunderts. Aber ich habe mich getäuscht. Der kleine Korse wird nie zur Tafel der Monarchen Europas geladen werden. Die Ehe mit der Tochter eines Habsburgers hat mir nichts eingebracht. Marie-Louise scheint ein Glücksgriff zu sein. Wenige Tage nach dem Kennenlernen in Compiègne findet die Vermählung mit der Prinzessin statt. Die Liaison mit Österreich ist vollzogen. Ein Jahr später kommt der lang ersehnte Erbprinz zur Welt. Ein Coup, der in Europas Fürstenhäusern ein Erdbeben auslöst. Man muss sich vorstellen, der Kaiser Franz, der Erste von Österreich, Vorstand der ehrwürdigsten europäischen Monarchie, wird Schwiegervater des Schreckens aller Monarchen. Napoleon, der Sohn der Revolution, heiratet eine Adlige und nicht nur das, eine Prinzessin, deren Großtante Marie Antoinette noch vor ein paar Jahren unter der Guillotine den Kopf verloren hat. Das ist so gegen alle Erwartungen, gegen alles, was man für sicher gehalten hat. Durch dieses Bündnis glaubt Napoleon, seine Vorherrschaft in Europa noch weiter gefestigt zu haben. Alles hat er geplant und mit allem gerechnet. Bis auf eines, das er nicht kennt. Eine Niederlage. Der Anfang vom Ende. Das Unvorstellbare tritt ein. Der scheinbar Unbesiegbare verliert seine Armee auf dem Rückzug aus Russland. Es hatte so gut begonnen. Mit seinen Soldaten erreicht Napoleon fast ungehindert die Tore von Moskau. Doch Zar Alexander lässt die Stadt in Brand setzen und verweigert sich allen Verhandlungen. Napoleon bleibt keine Wahl. Er muss den Rückzug antreten. Hilflos muss er mit ansehen, wie die Kälte und die wiedererstarkten russischen Truppen die Grande Armee immer weiter aufreiben. In Russland ist etwas Grundstürzendes passiert. Napoleon ist wirklich geschlagen worden. Napoleon sagt zwar, es waren nicht die Russen, die mich geschlagen haben, es war der Winter. Und das entspricht auch durchaus der Wahrheit. Aber er kommt geschlagen aus Russland zurück. Der Nimbus der Unbesiegbarkeit, der ganz wichtig ist für seine Herrschaftssicherung, ist zerstört. Deshalb können Leute zum ersten Mal daran denken, nun ein Rollback in Szene zu setzen. Politisch oder militärisch. Am besten auf beiden Wegen. Diese Niederlage zeigt unmittelbare Folgen. Preußen hat zwar ein Bündnis mit Napoleon geschlossen, wendet aber seine Waffen nun gegen Frankreich.
5 weitere Staaten verlassen den Rheinbund und schließen sich Napoleons Feinden an. Rebellen in Westfalen drohen, in die Hauptstadt von König Jérôme zu marschieren. Die Deutschen begehren auf. In wenigen Monaten stellt Napoleon eine neue Armee zusammen und gewinnt nach einem erfolgreichen Feldzug in Sachsen wieder die Oberhand. Er erringt 2 Siege: gegen die Preußen bei Lützen und gegen die Russen bei Bautzen. Aber weil seine Kavallerie zu klein ist, kann er diesen Vorteil nicht nutzen. Napoleon akzeptiert einen Waffenstillstand. In Dresden macht er Quartier. Es ist der 26. Juni 1813. Metternichs Stunde ist gekommen. Metternich geht, wie fast alle zu dieser Zeit, felsenfest davon aus, dieser Mann Napoleon wird auch diesen Krieg gewinnen. Er ist für alle der große Favorit. Und als das Gegenteil eintritt, als Napoleon geschlagen aus Russland zurückkehrt, ist die Verblüffung groß. Aber Metternich wird sofort aktiv. Er entfaltet eine diplomatische Großoffensive mit dem Ziel, Österreich peu à peu an das Lager der französischen, antinapoleonischen Koalition heranzuführen. Metternich, ihr habt meine Tochter mit der Bestie Europas verheiratet. Ich habe euch vertraut und wir haben uns auf der Seite der Verlierer wiedergefunden. Jetzt wünscht ihr, dass wir uns der Koalition anschließen, die soeben 2 Schlachten verloren hat. Eure Majestät, ich halte den Zeitpunkt für günstig. Österreich muss wieder den Platz einnehmen, der ihm gebührt. Ihr unterschätzt diesen Antichristen. Man dachte, er sei auf der Rückkehr aus Russland verschollen. In nur wenigen Monaten schuf er eine den Verbündeten überlegene Armee. Seine Kavallerie ist geschwächt und dennoch widerstand sie einer weit stärkeren. Ihr habt mir ein Bündnis geraten, das die Gesamtheit meiner Minister verworfen hat. Wisst ihr, wie man euch in Wien nennt? Den Lakaien der Franzosen. Niemand versteht ihre Absichten. Ihr wollt im Augenblicke seines Sieges die Waffen gegen ihn richten? Ich werde nicht zulassen, dass ihr mein Reich durch eine weitere Fehlentscheidung zugrunde richtet. Eure Majestät, ich flehe euch an. Wir müssen den Moment nutzen. Der Aufschrei gegen die französische Vorherrschaft ist überall zu hören. Deutschland erhebt sich. Und Russland und Preußen sind bereit für ein Bündnis. Seid ihr euch da so sicher? Ich habe meine Quellen, Eure Majestät. Absolut sicher. Napoleon ist ein unerbittlicher Gegner. Ich will Wagram nicht noch einmal erleben müssen. Unterbreitet ihm ein Angebot. Ein vernünftiges Angebot, Graf von Metternich. Wie ihr wünscht, Eure Majestät. Metternich hat ganz zielstrebig auf einen Krieg und auch auf eine Entmachtung Napoleons hingearbeitet. Und da war der Dezember 1812 die Wendemarke. Da hatte er so viel Informationen über die russische Katastrophe, dass er sagte, jetzt können wir auch militärisch darauf reagieren. Und er formulierte für den Kaiser einen Beschluss, die Soldaten müssen kriegsbereit gemacht werden. Das war im Dezember. Und dann in jedem Monat fiel eine wesentliche Entscheidung, die dem Gespräch in Dresden vorausgegangen ist. Im März die Entscheidung,
sich aus dem Bündnis von Napoleon zu lösen. Man konnte das aber nicht aufkündigen. Dann wären die Truppen, ausgesehen, sofort wieder in Wien gewesen. Und Österreich war viel zu schwach. Das heißt, man musste da einen eleganten Weg finden. Und da hieß die Formel bewaffnete Mediation. Mediation heißt also Unterhandlung. Und bewaffnet, dass man das im Hintergrund mit einer militärischen Macht macht. Nun, Metternich, euer Spiel ist klar. Ihr seid nicht mehr auf Seiten Frankreichs. Und ihr hier? Seid ihr noch auf der Seite des Friedens? Es ist eure Entscheidung, die Österreichs Position bestimmt. Mich zu stürzen bedeutet, Europa Russland auszuliefern. Das wisst ihr doch. Sire, ich wiederhole es. Es liegt an euch, uns an eurer Seite zu haben. Nein. Das Spiel ist aus, Metternich. Ich weiß, dass England in Reichenbach 2 Verträge mit Russland und Preußen unterzeichnet hat. Bei diesem Treffen gab es noch einen 3. Teilnehmer. Davon wisst ihr doch oder etwa nicht. Ich habe immer noch ein paar gute Spione. Sire. Ihr könnt eure Maske ablegen, Metternich. Ich beobachte euch seit heute früh. Wir spielen hier Katz und Maus. Ihr redet gut, ja, aber ihr redet und sagt nichts. Ich habe euch durchschaut, Metternich. Ihr intrigiert. Sagt mir, wie viel hat England euch bezahlt, damit ihr diese Rolle gegen mich spielt? Wollt ihr, dass ich euch das Doppelte gebe? Metternich spielt ein Doppelspiel. Auf der einen Seite sagt er, ich bin pouvoir neutre, ich bin der desinteressierte Vermittler. In Tat und Wahrheit aber lässt er es zu, dass Verhandlungen zwischen Österreich auf der einen Seite und Russland und Preußen auf der anderen Seite aufgenommen werden. Das ist eigentlich eine diplomatische Falle, also oder ein Trick, aber für Metternich unabdingbar, weil er dem Kaiser Franz, der eigentlich keinen Krieg gegen Napoleon führen wollte, eine goldene Brücke bauen musste, um dieser Kriegserklärung, dem Kriegseintritt Österreichs zuzustimmen. Nun konnte Metternich argumentieren, ja, wenn Frankreich dem Friedenskongress nicht beitritt, nicht einmal verhandelt, dann bleibt nur die Fortsetzung des Krieges und das können wir dann nur auf der Seite der Alliierten machen. Wo bleibt denn euer diplomatisches Geplapper? Ihr seid gekommen, um mich auszuhorchen. Ihr seht, dass der Löwe noch nicht tot ist, obwohl ihm die Ohren eingefroren sind. Ich kann immer noch brüllen, Metternich. Ihr seid auf dem Holzweg. Ein erneuter Krieg ist kein Vergnügen. Wir kennen eure Macht durchaus, Sire. Es ist noch nicht zu spät, wieder zur Vernunft zu kommen. Eure Interessen sind mit mir und nicht gegen mich. Ihr müsst eure Feinde kennen. Die Barbaren des Nordens, die Kosaken, gegen die müssen wir kämpfen. Ihr seid wegen Illyrien hier? Ich gebe es euch. Und sagt eurem Kaiser, Papa Franz, auch, meinem lieben Schwiegervater, dass das nicht mein letztes Wort ist. Wir sehen uns wieder. Zu euren Diensten, Sire. Wollt ihr, dass ich euch sage, was passieren wird? Ihr werdet nicht Krieg führen. Sire, das hängt davon ab. Nein, ihr führt nicht Krieg gegen mich, denn ihr wisst, dass ich euch unter euren Trümmern begraben werde. Ihr seid verloren, Sire. Ich habe es geahnt, als ich kam, und jetzt bin ich überzeugt davon. Metternich ist, das Palais verlässt, komplett fertig, aber hochzufrieden. Hochzufrieden mit sich. Le vainqueur, c'est lui. Er ist der Sieger. Napoleon ist es nicht gelungen, ihn von seiner Meinung abzubringen. Jetzt hat die österreichische Armee genug Zeit gewonnen, sich in aller Ruhe vorzubereiten. Für ihn ist aber überhaupt die Auseinandersetzung mit Napoleon das eigentliche Erfolgserlebnis
seines Lebens. Er denkt immer wieder daran zurück und er betrachtet sich als den eigentlichen Sieger über Napoleon. Wenige Tage später tritt Österreich offiziell der Koalition gegen Napoleon bei. Am 8. Oktober verlässt Bayern den Rheinbund und läuft zu den Feinden über. Am 18. Oktober schließlich wechseln die sächsischen Regimenter in der entscheidenden Völkerschlacht bei Leipzig die Seiten. Napoleons gesamte Konföderation bricht auseinander. Am 2. November überquert Napoleon den Rhein. Nie wieder wird er nach Deutschland zurückkehren. Napoleon hat im Bündnis mit diesem deutschen Terzett kein ehrliches Spiel gespielt. Er hat es nicht verstanden, dass er in bilateralen Bündnissen seine Macht nicht immer ganz ausspielen darf, so dass jeder zu seinem Vorteil kommen kann. Der Rheinbund brachte nur Nachteile. Er konnte sich nicht halten und auch eine militärische Niederlage konnte er nicht verhindern. Napoleon versuchte zu teilen, um zu herrschen. Zu den verpassten Chancen für den Fortbestand seiner Herrschaft gehört, dass er die deutsche Einigung nicht erreicht hat. Und wenn ihm das nicht gelungen ist, dann, weil er eine gewisse Tradition fortführte, die ein geteiltes Deutschland als Garant für eine stabile Macht in Europa betrachtete. 5 Monate später unterzeichnet Napoleon in Fontainebleau seine Kapitulation. Die Siegermächte werden in Wien zusammenkommen, um eine neue europäische Ordnung zu schaffen. Der Rheinbund wird durch den Deutschen Bund ersetzt. Preußen und Österreich dominieren ihn. Gerade das wollte Napoleon immer verhindern. Doch Spuren von Napoleons Wirken werden bleiben. Kleine und kleinste Herrschaften hat er zu großen politischen Einheiten zusammengefügt, die Leibeigenschaft beendet, Religionsfreiheit eingeführt. Und er hat dazu beigetragen, ein deutsches Nationalbewusstsein zu wecken. Die Opposition gegen Napoleon brachte die Teile der deutschen Gesellschaft zusammen. Es entstand die Idee einer deutschen Einheit. Eine Idee, bis zu deren Umsetzung es fast noch ein Jahrhundert brauchte. Napoleon hat die Deutschen vor die Frage gestellt, ob sie eine Nation sein wollen und welchen Platz sie unter den Völkern einnehmen wollen. Das ist eine Frage, die die Deutschen noch heute beschäftigt. Und damit sind wir noch immer nicht zum Ende gekommen. Wo gehören wir hin? Gehören wir nach Westen? Gehören wir nach Osten? Gehören wir zu uns? Gehören wir sonst wohin? Das ist die Frage. Und Napoleon hat diese Frage aufgeworfen. Und wir müssen uns dieser Frage immer noch stellen. Einige Jahre nach ihrer Unterredung in Dresden charakterisiert Napoleon Metternich als den einzigen Staatsmann, den es in Europa seit der Revolution gegeben habe. Metternich kehrt 1858 ins Palais Marcolini zurück, wenige Monate vor seinem Tod. Ein letztes Mal will er an dem Ort sein, an dem er dem Kaiser gegenübertrat. In seinen Memoiren ehrt er Napoleon als den erstaunlichsten Mann, der je in die Welt gekommen war.